and bigger. So here we go. So I can see a lot of oohs and ahs in the audience. I hear it too, but I don't feel anything. Nothing at all. Hallo liebe Beauty-Freunde, hier ist wieder eure Dr. Nicole David und ich begrüße euch heute zum mit mir zusammen anschauen eines Videos, das ich für euch ausgesucht habe. Es geht um eine nicht operative Aufpolsterung von unserem Allerwertesten, von unserem Gesäß. Ja, ihr kennt ja das mittlerweile Brazilian Butt Lift, das wird operativ gemacht, meistens mit Implantaten. Und da gibt es noch die Möglichkeit, ein bisschen Volumen zu schaffen durch nicht operative Geschichten. Und wie das geht, das wird hier live gezeigt. Bleibt dran, es bleibt spannend. 2015 was quite literally the year of the rear. In fact, a butt augmentation surgery in the U.S. happened every 30 minutes. Today we have the Kardashians' cosmetic doctor, Dr. Simon Orion. Ja, ist wieder der Dr. Orion, der berühmt wurde durch seine Maßnahmen an Kim Kardashian. Ich bin gespannt, was da kommt. Here to show us an instant butt enhancement procedure that is done with no scalpel. Das glaubt ihr nicht. Die wollen jetzt wirklich in dieser Show eine Po-Vergrößerung zeigen? Jetzt bin ich gespannt. He's in the procedure room right now. And Dr. Orion, first of all, I'm curious, I have to ask you, obviously the Kardashians set a lot of trends. How has, let's just say, the aesthetic of their behinds, yes, how has it affected what people are looking for? Well, obviously they have the most influence on Instagram than anybody else, and we have patients who come into our office and ask for the Kardashians' butt. And also, da liegt diese sympathische junge Dame und man sieht aufgebaut hinter ihr so eine Art Mini-OP-Vorbereitungstischchen. Da liegen verschiedene, ich muss mal genauer schauen, nicht verschiedene, da liegen, wahrscheinlich sind das 10 oder 20 Milliliter Spritzen mit Flüssigkeiten. Also ich vermute mal, er wird eine nicht operative Popo-Vergrößerung, eine Aufspritzung machen. So sieht das aus. depending on what they need to do, we try to achieve that. And this is the new technology, the new treatment that we have been doing for the past couple of years, and we've had a lot of great, happy patients. And are you going to do? Er sollte aber vielleicht auch mal erwähnen, dass gerade bei den operativen Po-Vergrößerungen, insbesondere mit den Implantaten, schon sehr viele Damen gestorben sind. Das ist eine sehr komplikationsträchtige Operation. Ist auch mit vielen Schmerzen hinterher verbunden und vielen Einschränkungen. Also mal so eben Popo vergrößern ist nicht. Das ist schon eine harte Nummer. A similar procedure today. We're going to do looks this, like it. Yes, we're going to do this procedure right now. We've already marked our buttocks, we've already numbed it, and we're going to get started. These are the only FDA-approved products that we can use for buttocks, and we mix it with PRP, which is a very concentrated form of blood plasma. And Aha. Also er vermixt jetzt seine Substanzen noch mit PRP. Das ist ja nichts anderes als Eigenblut, was zentrifugiert wird. Im Überstand ist dann der helle Blutbestandteil. Der wird nochmal in eine extra Spritze aufgezogen. Da sind wertvolle Substanzen enthalten, die auch eine Neokollagenese, das heißt einen Neuaufbau von eigenem Bindegewebe produzieren. Das hält ungefähr, naja, so zwischen 3/4 Jahr und vielleicht, wenn man Glück hat, 14, 15 Monate, um nochmal das Volumen ein bisschen zu verstärken. Also Natural Booty Lift. proteins in it, and it's going to enhance the area, causes this area to get a little bit fuller and bigger. So here we go. So I can see a lot of oohs and ahs in the audience. I hear it too, but I don't feel anything. Nothing at all. Dr. Alvarez, to achieve a result in the buttock, you need volume. There's no point in doing it unless you can put X amount in to see a result. So she doesn't have enough fat probably to use fat. Also ich behaupte mal, dass dieser Herr auch schon mehrere ästhetische operative Eingriffe hat machen lassen. Put into her, her backside. So this is an alternative. And with something like this, how long will this last? The sculpture actually lasts a long time, quite a long time. We've had
patients who've had results with sculpture lasting anywhere from 2 to 7 or 8 years. So, and also when we mix it with the PRP, which is the patient's own stem cell and the plasma, the results seem to last even longer. Well, I think adding the PRP as a accelerator is helpful. I'm not sure about it lasting. Meine Herrschaften in dem Auditorium. Liebe Gäste, es ist nicht schmerzhaft, weil es wird ja vorher betäubt. That long, but I agree with you that if there is a filler, if you don't have fat, this is safe and it will work. It's going to last, I'm guessing, more a few months than that many years. And we're going to show the results later in the show. Ja, hat jetzt, wahrscheinlich war das der Moderator oder einer von den beiden, erwähnt, dass auch nicht glaubt, dass das so ewig hält. Ich bin derselben Meinung, also ein gutes Jahr ist sicherlich bei der Methode realistisch. Vor allem die jungen Damen und so wie sie ausschaut, die macht Sport. Das heißt, der Popo wird belastet, sei es durch Kniebeugen mit oder ohne Gewichte, Ausfallschritte, Joggen, Radfahren. Und das ist genau wie im Gesicht, das wird dann schneller abgebaut. Und sie ist jung und hat noch einen guten Stoffwechsel. Tiffany, you're the only one in the room here who's smiling. Die haben noch nicht über Geld gesprochen. Mal gucken, ob die was übers Geld sagen. Weil so viel, wie er da an Spritzen liegen hat, die hat einen Kleinwagen dann im Popo. I know, because I hear everyone laughing. So go ahead and finish up. We'll reveal those results later. Earlier in the show, we started a live butt enhancement procedure with the Kardashians' cosmetic doctor, Dr. Simon Orion. We're going to check in and see the results. First things first, let's see Tiffany's before, and then next to her after. So. Er hat ja im oberen äußeren Quadranten den Popo runder gestaltet. Das sieht man ganz klar. Das hat auch funktioniert. So, jetzt bin ich mal ganz ehrlich. Das ist jetzt ein Ergebnis, wenn ich wirklich meine Kniebeugen brav mache oder es beschleunigen will, zum Beispiel mit der Crystal Fit Maschine, bekomme ich ein besseres, harmonischeres Ergebnis, vor allem am Übergang zum Oberschenkel. Da hat er ja nichts gemacht. Da sieht man, da ist auch das Gewebe noch schlapp im Sinne von Muskelerschlaffung. Er hat nur den oberen Quadranten angeliftet, hat eine schöne Rundung hereingezaubert, das sieht man. Aber das würde mir jetzt als Patientin ehrlich gesagt nicht ausreichen. Wenn, sollte ja der gesamte Po wohlgeformter werden. Und das hat im unteren Bereich überhaupt nichts gebracht. Man muss sich ja immer überlegen, wie sieht das aus im Nacktzustand, nicht in Unterhose. Oder? Was meint ihr? To her after. That's some impressive volume there, Dr. Orion. That's what we call booty pop. Tiffany, how are you feeling? I feel great. I didn't feel anything. I feel I'm excited. All right, Dr. O. Ich habe ja ein Jahr in den USA gelebt. Die sagen immer, I feel great. Dr. O, let's cut to the chase. How much volume did you add? Well, I added like 350 cc's to each side. So over time, it's going to go down a little bit, and it's going to come back to 1 or 2 sizes. How much is something like this going to cost? Because you're using a pretty expensive filler, right? It's like the most expensive filler we have. So it's going to be into several $1,000s. It could be anywhere from $20,000 or more. Habt ihr das gehört? Ungefähr 20.000 US-Dollar. My girlfriends are going to the gym and I'm going to the doctors. So have fun. So you can actually see, as you can see the hole that we just used, this single hole here. We're going to put a Band-Aid on it. She can actually sit on it. Go ahead and you can go ahead and sit up, and she can stand up and go back to exercising today. Finde ich nicht richtig. Also die Empfehlung nach jedweder Unterspritzung ist, ob Gesicht oder Körper, dass man mindestens mal 2 bis 3 Tage keinen Sport machen soll. Das hat auch was mit Infektionsrisiko zu tun. Finde ich nicht gut, dass er gesagt hat, sie kann noch am selben Tag in ihr Fitnessstudio gehen. Halte ich nicht für richtig. Dr. Orion, Tiffany, thank you so much. Dr. Alvarez, really quickly, because you started the show off talking about Miami, and is this something that is done down there? What are your thoughts on something like this? Well, it's not something we commonly do down there, mostly because, you know, Sculptra is a temporary filler, and people want long-term results. And also the amount of volume. A lot of the volumization you see today is from the saline, and where we are looking for long-term results, fat is your own. Once it heals, it's with you forever.
Wenn ich das jetzt akustisch richtig verstanden habe, hat dieser Dr. Urian Sculptra zusammen mit PAP vermixt. Das ist ein Präparat, was ungefähr 2 Jahre hält. Und das muss in die richtige Schicht gespritzt werden, sonst kann es zu sicht- und fühlbaren Granulomen auch kommen. Es ist tatsächlich etwas länger haltbar als die reine Hyaluronsäure, aber sicher nicht 7 Jahre, wie er behauptet. And going to be a lot less expensive. That's Well, I mean, we use Sculptra primarily for the I face to know. build up cheekbones. I just so- wasn't expecting to hear 20,000 and plus. a lot of that price is the Sculptra. That's more expensive than gold. It's it is. Invest in Sculptra. We'll be right Also sollte man jetzt vielleicht in Sculptra investieren an der Börse? back. Ja, liebe Booty-Freunde, wer hätte das gedacht? Ich sage jetzt mal Booty-Freunde, in Wirklichkeit sage ich ja Beauty-Freunde. Das war ja nicht so ohne, oder? Was meint ihr? Also das muss man so ein bisschen zweischneidig betrachten. Ich würde mich super freuen, wenn ihr auch hier mein Video kommentiert, dass wir zusammen diskutieren und uns eine Meinung zusammenbilden. Ich freue mich so, von euch zu hören. Bitte schreibt mir. Und abonniert meinen Kanal und dann werden noch viele, viele weitere spannende Themen auf euch warten. Bis bald, bleibt gesund!